So, hallo, ich bin der Adrian Ries und bin 24 Jahre alt. Ich bin gelernter Winzer und habe anschließend den Techniker für Weinbau und Önologie in Weinsberg gemacht. Und seit letztem Jahr bin ich hier in unserem Laufen am Neckar, dem elterlichen Betrieb, mit eingestiegen. Wir haben einen Gemischbetrieb, das heißt, wir produzieren auf der einen Seite Trauben für die laufenden Weingärtner, die Genossenschaft, und auf der anderen Seite machen wir noch ein bisschen Ackerbau mit dem Schwerpunkt Kartoffeln. Und ich bin hier jetzt gerade dabei, den Ertrag zu reduzieren bei den Schwarzriesling für unsere Premium-Serie. Wir sind jetzt ja schon im Stadium vom Traubenschluss. Das bedeutet, die Trauben sind schon relativ am Ende von ihrem Wachstum. Die sind schon recht groß, wie man hier sieht. Und wir können jetzt zu diesem relativ späten Zeitpunkt durch verschiedene Möglichkeiten noch etwas Qualität herausholen. Also wenn wir jetzt hier durch den Weinberg gehen mit meiner extra dünnen Schere, um wenig Verletzungen zu machen, schauen wir jetzt einfach, was wir allgemein machen können. Gerade hier die Geiztriebe, Geiztrauben rausschneiden, die sind einfach der Entwicklung hinterher. Die lassen wir einfach fallen. Hier haben wir noch einen Geiztrieb, der vergessen wurde beim Entblättern. Den machen wir auch weg, um einfach die Laubwand schön luftig zu halten. Wenn man jetzt hier die kompakteren Trauben anguckt, dann sieht man, dass die relativ gedrungen sind. Und ich würde jetzt hier einfach mal ein Stück abschneiden. Man sieht jetzt auch, ich habe jetzt hier nur einen Beer verletzt. Und man sieht jetzt hier, dass die Trauben, die Beeren später dann einfach so runterfallen können. Das lockert dann insgesamt die Traubenstruktur auf und sorgt einfach dafür, dass dann die Luft besser durchgeht, wenn der Wind kommt und die Trauben und die Beeren schneller abtrocknen können. Das hilft uns einfach, die Trauben im Herbst etwas länger hängen lassen zu können, ohne dass die anfangen zu faulen. Und das hilft uns halt einfach, um komplexere, hochwertigere Rotweine produzieren zu können. Hier haben wir jetzt einen Kurztrieb, den würde ich jetzt auch komplett wegnehmen. Da haben wir nur Traube und gar keine Blätter. Das bedeutet, hier kann gar keine Photosynthese wirklich speziell für die Trauben produziert werden. Den nehmen wir auch weg. Wenn dann hier noch so Trauben übereinander hängen, schneiden wir die auch noch weg, um einfach die Luftigkeit sicherzustellen. Ansonsten dann ganz normal die Geiztrauben entfernen. Hier mal noch ein Blatt, das vergessen wurde, rausnehmen. So einer müsste dann wieder halbiert werden. Genauso auch der. Mit dem Traubenhalbieren kann man eigentlich auch schon relativ zeitig nach der Blüte beginnen, sobald die Trauben eigentlich hängen, beziehungsweise sobald sie das Erbsenstadium erreicht haben. Dann sind wir einfach schneller mit dem Traubenteilen an sich. Dafür können wir nicht so gut abschätzen, was noch passiert bis zur Ernte. Wenn wir erst jetzt kommen, haben wir schon mal eventuell eher ausgeschlossen, dass irgendwelche Hagelereignisse über unsere Trauben gehen könnten. Dafür haben wir jetzt aber den Nachteil, dass wir einfach etwas langsamer sind, um hier durchzudringen. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir teilweise Beeren beschädigen. Das hier ist jetzt ein Sonderprogramm oder ein Premiumprogramm. Da wird einfach der Ertrag drastisch reduziert, sage ich jetzt mal. Hier ist einfach die Möglichkeit, nachher eine Top-Qualität zu erzeugen. Wir sind hier auch in einer sehr luftigen Lage. Das bedeutet einfach, hier haben wir einen schönen Wind, der im Herbst dann auch dafür sorgt, dass die Trauben immer schön gut abgetrocknet werden. Das hilft uns einfach, Fäulnis zu vermeiden, und in Kombination mit den qualitätssteigernden Maßnahmen, die wir jetzt hier durchführen, also gerade das Traubenteilen und Entblättern haben wir ja schon gemacht, schon rechtzeitig nach der Blüte, können wir einfach einen schöneren Rotwein später produzieren. Man kann diese späte Art der qualitätssteigernden Maßnahmen auch aus anderen Gründen machen. Gerade wenn man jetzt eher eine jüngere Anlage hat, vielleicht im zweiten, dritten, vierten Standjahr, die eher jetzt auf einem flachgründigeren Boden steht, wo man jetzt auch nicht so einfach die Möglichkeit hat zu bewässern,
hilft es einfach, den Ertrag jetzt auch noch zu reduzieren und die Rebe an sich einfach nicht zu sehr zu stressen in den jungen Jahren. Speziell bei Schwarzriesling haben wir eher eine kompakte Traubenstruktur. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer anderen Sorte, zum Beispiel Trollinger oder Lemberger, die sind einfach die Beeren prinzipiell etwas größer, auf der anderen Seite aber auch weiter voneinander entfernt. Das bedeutet, die Traubenstruktur ist einfach insgesamt lockerer. Das kann man hier auch ganz gut mit der Drehprobe oder mit dem Biegeindex nachvollziehen. Also ich kann diesen Trauben eigentlich nur minimal biegen, ohne dass ich schon für Verletzungen sorge. Wenn ich jetzt einen Trollinger Trauben hätte, kann ich den einfach um bis zu 180 Grad biegen. Das spricht einfach dann für einen sehr lockeren Trauben an sich und damit auch eine lockere Traubenstruktur. Zum Beispiel beim Lemberger müsste man prinzipiell eher nicht halbieren, weil die Traubenstruktur einfach lockerer ist. Dafür gibt es aber das Problem, dass wir da häufig mit der Stiellähme zu tun haben. Das bedeutet, dass das untere Ende vom Trauben quasi abstirbt und dementsprechend oder absterben kann. Dementsprechend werden dann die unteren Trauben welk und deshalb wird beim Lemberger häufig die Spitze vom Trauben einfach gekappt. Nicht unbedingt, dass damit dann der Trauben lockerer wird, sondern einfach um dem Problem der Stiellähme vorzubeugen.